Jugendliche gehen immer nach dem Mainstream, was Eigenes machen die nicht mehr. Jugendliche sind so oberflächlich. Ihnen geht es gar nicht um die inneren Werte. Es kommt nur aufs Aussehen an. Teenager verhunzen die deutsche Sprache. Weiter als kleine Textchen auf WhatsApp kommen sie nicht mehr. Teenager schauen nur auf ihr Smartphone. Sie interessiert gar nicht, was in der Welt passiert. Teenager wollen nur Aufmerksamkeit. Jeden Tag erzählen sie allen, wie hässlich sie doch seien, nur um dann Komplimente zu bekommen. Teenager-Mädchen denken doch nur an Jungs und Schminke und wissen doch gar nicht, was echte Probleme sind. Die wissen gar nicht, was echte Probleme sind. Montag, 15. März, 7:55 Uhr. Eine Schulklasse. Ein Mädchen kritzelt Blumen in ihr Heft, nur um sie danach angestrengt anzustarren. Die Hausaufgaben hat sie natürlich nicht gemacht. Jungs grölen herum, brüsten sich mit ihren guten Leistungen vom letzten Fußballtraining. Für so einen Lauch machst du das echt gut. Der schlachsige Junge lacht mit. Richtige Jungs eben. Das Mädchen mit der weißen Bluse sieht ihre Freundin an. Bist du sicher, dass mir die Hose steht? Ich sehe so dick in allem aus. Ich bin so fett. Das fragt sie heute schon zum 3. Mal. Teenager. Dienstagabend, 20 Uhr. Er mag Ballett. Er liebt es. Schon als kleiner Junge wollte er immer Tänzer werden. Doch sobald einer dieser Gedanken seinen Mund verließ, hat sich der Gesichtsausdruck seines Vaters verändert, sich verhärtet. Einmal beim Einkaufen, da hat er einen weißen Rock gesehen, der genauso aussah wie der, den die Ballerina in dem Video trug. Da hat seine Mutter angefangen, ihn zu schimpfen und ihn in die andere Richtung des Ladens zu ziehen. Von rosa und orange nach grün und blau. Und mit der Zeit hat er gelernt, lieber still zu sein. Nicht mehr nach Ballettunterricht zu fragen. Nicht mehr nach der schönen Puppe, die er in einem Schaufenster gesehen hat. Oder dem Buch, in dem man Kleider designen könnte. Aufgehört zu reden von dem Rock, der so wunderschön gewesen ist. Und dem Nagellack, den er sich schon so lange wünschte. Er beißt die Zähne zusammen, aber die Tränen rinnen über sein Gesicht, während er seine Tasche packt für das morgige Fußballtraining. Am nächsten Morgen setzt er sich in die erste Reihe. Teenager. Freitagabend. Naja, wohl eher Samstagmorgen, als sie einen Blick auf ihr Display wirft. Etliche Benachrichtigungen von Instagram. Sie klickt darauf, entsperrt ihr Handy, swiped hoch und runter, nach links und nach rechts. Sie haben alle wieder viel erlebt am Freitagabend. Waren feiern, tanzen, Abenteuer erleben. Alle hatten sie Spaß. Ohne sie. Aus ihrem Handy strahlen ihr lächelnde, makellose Gesichter entgegen. Schöne Posen, die Körper betont in Szene gesetzt. Sie sieht an sich herunter. Ihr Blick bleibt hängen an ihren unförmigen Brüsten, tastet nach ihrem Bauch, den Falten, und fühlt das Fett. Viel zu viel Fett. Ihre Augen füllen sich mit Tränen. Wie können ihre Freundinnen so dünn sein, so hübsch, so selbstbewusst und trotzdem so lieb und bodenständig? Wieso ist das Leben aller so viel besser und aufregender als ihres? Und wieso kann sie nicht einfach aufhören, sich zu vergleichen? 55 Stunden später setzt sie sich in die zweite Reihe. Teenager. Samstagnachmittag. Er will sich mit seinen Freunden im Café treffen. Noch immer trägt er sein Pyjama. Mit seinen Anziehsachen begibt er sich ins Bad. Eine erfrischende Dusche kann nicht schaden.
Langsam zieht er sich aus und schon wird er von diesem Gefühl umrundet. Dieses unangenehme Gefühl. Er wagt einen Blick in den Spiegel und bereut es schon in der nächsten Sekunde. Wie schaut denn sein Körper aus? Eklig und hässlich, wie die Art, wie seine Beine aussehen und sein Oberkörper mit den dünnen Armen. Von den anderen wird er deswegen beleidigt. Seine Augen treffen sich im Spiegel. Schnell dreht er seinen Kopf weg. Er kann sich nicht ansehen. Sein asymmetrisches Gesicht, die vielen Pickel und Flecken, nicht zu vergessen seine große Nase. Unter der Dusche mischen sich seine Tränen mit dem lauwarmen Wasser. Wieso muss er sich selbst immer auf sein Äußeres reduzieren? Wieso müssen ihn alle auf sein Äußeres reduzieren? Niemand will ihn kennenlernen, weil er wie ein Freak aussieht, weil er der dürre, komische Junge ist. Selbst unter seinen Freunden, auch in seiner Familie. Wieso kann ihn keiner akzeptieren? Wieso kann er nie gut genug für niemanden sein? Wieso kann er nicht so sein, wie er ist, ohne allein zu sein? Zwei Tage später setzt er sich in die 3. Reihe. Teenager. Sonntag, 17 Uhr. Socke für Socke faltet sie zusammen, so dass es schön aussieht, und legt sie Stapel für Stapel in ihren Schrank. Dieses träumerische Lächeln will einfach nicht von ihrem Gesicht weichen, und irgendwie finden ihre Gedanken immer wieder zu derselben Stelle zurück. Immer wieder muss sie daran denken, wie die sanften Küsse sie schaudern haben lassen, wie eine kühle Welle an einem heißen Sommertag. Ein schönes Schaudern, irgendwie neu, irgendwie aufregend und wunderschön. Es wäre das schönste Gefühl, wenn sich nicht daneben ein anderes Gefühl ausbreiten würde, dieses dunkle Loch der Angst. Was bedeutet das? Was passiert mit all den Dingen, die sie sich ausgemalt hat? Alles würde anders werden, so schwierig und so anders von allem, was sie sich immer vorgestellt hat. War sie jetzt eine von denen? Was würden alle dazu sagen? Freunde, Eltern und Familie, sie würden sie für immer mit anderen Augen sehen. Wieso konnte sie nicht einfach normal sein? Diese Angst wäre da nicht. Würden die vollen Lippen, die sie geküsst hatten, immer und immer wieder, die geschmeckt hatten nach einem warmen Herbsttag und nach Pfirsich zugleich, nicht zu einem Mädchen gehören. Zwölf Stunden später setzt sie sich in die 4. Reihe. Teenager. Montag, 22. März, 7:55 Uhr. Eine Schulklasse. Voll von der Jugend von heute. Doch wenn man genauer hinsieht, Hinter jedes einzelne dieser Gesichter Findet man tausende Geschichten. Teenager.